Magix Videoschnittsoftware, Magix Audio-Software, Magix Bildbearbeitungssoftware. Jede Menge Programme hat dieser Anbieter aus Berlin. Er ist tatsächlich in Europa und teilweise sogar in den USA Marktführer, hat ja schließlich Vegas Video gekauft, ist also tatsächlich eine echte Nummer und dennoch jetzt insolvent. Warum? Naja, genau darum geht es so ein bisschen in diesem Video und vor allem geht es darum, was bedeutet denn das? Insolvent? Ja, Magix ist insolvent, aber in einer Eigenverwaltung. Das sind zuerst mal die besten Zeichen, das heißt, man hat den Prozess noch in der Hand. Nichtsdestotrotz bedeutet das natürlich, dass sich einiges verändern wird. Im Moment gerade steht der gesamte Betrieb zum Verkauf. Dazu gibt es auch eine offizielle Pressemitteilung, die eigentlich fast unentdeckt ist. Nichtsdestotrotz steht da drin, hey, wir wollen Magix komplett verkaufen. Was steckt dahinter? Wenn man einen Betrieb komplett verkaufen will, dann muss man sich natürlich ein bisschen schick machen. Das ist logisch. Entsprechend ist jetzt der Vorgang folgender. Man versucht, alle Doppelstrukturen, die man über Jahre hinweg aufgebaut hat, ein bisschen zu reduzieren. Das heißt also Konzentration auf das Wesentliche. Und dabei gibt es ganz sicher auch Änderungen im Produktportfolio. So viel jetzt schon vorab, es werden keine Produkte aus dem Programm gestrichen. Das steht übrigens nicht in der Pressemitteilung, sondern das ist etwas, was ich jetzt in langen Diskussionen mit Magix herausgearbeitet habe. Es gibt sowohl Audio-Software, die es doppelt gibt, es gibt Videosoftware, die es doppelt gibt, also sprich Magix Video Deluxe und Vegas Video sind Doppelstrukturen in der Entwicklung, die sind vergleichsweise teuer und ineffizient. Gleichzeitig hat Magix natürlich auch noch auf der Vertriebsseite ein bisschen ein Problem gehabt, weil da gibt es massiv Druck aus dem Markt. Es gibt im Einsteigersegment Filmora, die mit einem ganz cleveren Konzept, Grundfunktionen kostenfrei, erst weitere Funktionen kosten dann wirklich was, in den Markt eingestiegen sind und sich damit ganz große Marktanteile bei den Einsteigern geholt haben. Gleichzeitig gibt es von oben Druck. Da gibt es nämlich Blackmagic DaVinci Resolve, dürfte den meisten von euch bekannt sein. Das ist ein Schnittprogramm, das gibt es ganz kostenfrei, kommt eigentlich aus dem Color Grading, hat inzwischen extrem gute Videoschnittfunktionen, ist eigentlich ein professionelles Schnittprogramm und damit, sag ich mal, von der Bedienung nicht ganz so einfach, aber hey, die Leute können das und die Leute benutzen das und das macht natürlich den Markt für eine Kaufsoftware, die sehr umfangreich ist und sicherlich auch viele, sage ich mal, Beigaben mehr hat wie so ein Blackmagic DaVinci Resolve, natürlich trotzdem schwer. Es ist also einfach eine ganz insgesamt schwierigere Marktsituation. Gleichzeitig war es ein Problem, dass man sich nicht schnell genug auf die neue Art des Vermarktens eingelassen hat, also auf gut Deutsch E-Commerce. Jede Software wird inzwischen direkt verkauft vom Hersteller über die Webseite oder eben über entsprechende Portale. Der Retail-Markt, sprich Mediamarkt, Saturn und Co. spielt einfach eigentlich gar keine Rolle mehr oder eine sehr geringe Rolle. Das Problem, dass das eine sehr schnell wegbricht und das andere noch nicht da war, das macht sich in den Umsatzzahlen bemerkbar. Entsprechend hat man eine neue Geschäftsführung eingesetzt, die hat dann die Entscheidung getroffen, wir verkaufen in Zukunft die Software einfach an alle Kunden für denselben Preis. Also wer eine Vorversion hat, zahlt auch für ein Update genau denselben Preis und oh Wunder, da haben die Leute nicht mitgemacht. Entsprechend ist der Umsatz eingebrochen von ehemals 32 Millionen auf 20 Millionen. Und dann sind 200 Leute mit 20 Millionen einfach schwer zu finanzieren. So, das ist der Stand. Jetzt hat man einen Cut gemacht in Eigenverwaltung. Und was wird sich denn jetzt wohl ändern? Ganz klar, es wird sich massiv der Vertrieb ändern. Also auf gut Deutsch, es wird mit Sicherheit wieder Update-Versionen geben. Da kann man schon mal drauf spekulieren. Und es wird ganz sicher auch mehr eine Konzentration auf das Direktmarketing geben und darauf, dass man eben über soziale Kanäle besser vermarkten und besser einsteigen muss. Das sind die zwei Prognosen, die man schon mal haben kann. In der Pressemitteilung steht auch noch drauf, also da nennt man es gleichzeitig, die Kostenstruktur soll angepasst werden und die E-Commerce-Methoden ausgebaut werden. Das ist so eine Ankündigung, die natürlich auch an Investoren gerichtet ist.
Als Kunde heißt es im Moment Don't Panic. Im Moment läuft der Betrieb dank Eigenverwaltung komplett weiter. Und jetzt kommt natürlich das, was besonders interessant ist, welche Produkte bleiben denn übrig? Die klare Aussage, und ich habe jetzt wirklich lange mit Magix konferiert, ist die, dass alle Produkte im Sortiment bleiben. Vorerst, was vorerst bedeutet, das kann sich jetzt jeder selber überlegen, heißt aber in jedem Fall mal nicht dieses Jahr und mit allerhöchsten Wahrscheinlichkeit auch nicht nächstes oder übernächstes Jahr, sondern die Produkte werden weitergeführt. Was passiert ist, dass man eine Produktpalette, die man hat, zum Beispiel Magix Video Deluxe, wird angeboten in 3 Versionen, wenn man es genau nimmt, in der 4. und wenn wir dann noch Magix Video Pro X dazu nehmen, was ja auch ein Derivat davon ist, dann sind wir eigentlich schon bei 5 Versionen. Das wird eingeschrumpft, also auf gut Deutsch, da gibt es nachher noch maximal ein Video Pro X, 2 Versionen Video Deluxe und das war's. Und damit hat man schon mal 2 Produkte rausgenommen und die Produktvielfalt einfach ein bisschen eingeschränkt. Sowas kann man in dem gesamten Produktportfolio machen und wenn man sich in den Audiobereich mal das genauer anschaut, dann haben wir genau genommen so 4 Programme, die so halb parallel sich ergänzend nebeneinander laufen. Da kann man also dann auch von ausgehen, dass es da einfach auch ein bisschen weniger Vielfalt gibt. Knackpunkt ist, dass man nicht direkt Produkte rausnehmen will, sondern, um das jetzt mal am Beispiel zu nehmen von Magix Video Deluxe, das hat einen komplett anderen Source Code wie entsprechend Vegas Video. Die Entwicklung, die haben wir uns schon die letzten Male angeschaut, läuft relativ parallel. Warum? Das ist zwar ein anderer Basiscode, aber neue Funktionen werden wie Module programmiert und dann eingeklinkt. Und entsprechend, wenn ich so ein Modul programmiere, dann muss ich nur noch das Einklinken in die Schnittsoftware machen. Das heißt also, ich kann alles, was neu ist, tatsächlich einmal entwickeln und in 2 Programmen eben nachher nutzen. Und genau das ist das, was man jetzt verstärkt machen möchte. Und damit bedeutet es, wer jetzt Magix Video Deluxe hat oder irgendein anderes Programm von Magix, muss sich im Moment mal keine Gedanken machen. Das Programm geht weiter. Die Zukunft ist soweit gesichert. Und auch das noch eine Aussage, die ich jetzt bekommen habe. Man ist schon mit entsprechenden Investoren im Gespräch und die Entwicklung sieht, und das ist jetzt Originalzitat, derzeit sehr gut aus. Ihr merkt schon, wir haben dieses Thema ziemlich genau versucht zu recherchieren, um möglichst viel Klarheit reinzubringen. Da bleiben wir natürlich auch weiterhin mit am Ball. Da werden wir ganz sicher auch die weitere Strategie sehr dicht verfolgen. Wir sind uns sicher, dass wir da auch relativ gute Connections haben, sodass wir eine Chance haben, das auch für euch so zu recherchieren. Insofern lohnt es sich also, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Es lohnt sich immer bei uns auf videoaktiv.de vorbeizuschauen. Da gibt es das Thema auch nochmal extra in schriftlicher Form und auch nochmal ein bisschen erweitert. Also schaut vorbei und bis zum nächsten Mal.